Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video möchte ich euch mal wieder ein Projekt mit dem D1 Mini vorstellen und hier mit so zwei Temperatursensoren oder Temperaturfühlern. Ich möchte euch im heutigen Video zeigen, wie ihr diese Temperatursensoren an so ein D1 Mini anschließen könnt, worauf ihr zu achten habt, wie das Programm dazu aussieht, was ihr alles machen müsst rund um dieses Thema. Und ich probiere euch das Ganze so zu zeigen, dass ihr jetzt nicht unbedingt einen Lötkolben braucht oder sonst irgendwelches spezielle Werkzeug, sondern ich probiere euch das so einfach wie möglich zu zeigen, dass es jeder realisieren kann, auch Leute, die jetzt nicht unbedingt irgendwas mit Elektronik zu tun haben. Jeder, der Elektronik-Sachen hat, das heißt ein Lötkolben oder irgendwie etwas in der Art, der kann es ja dann natürlich so machen, dass es auch ein bisschen professioneller aussieht und nicht so gebastelt. Aber ich zeige euch, wie gesagt, im heutigen Video, wie man das Ganze bastelt und nicht, wie man das Ganze hochprofessionell macht oder ähnliches. Also es ist ein Video, das sich an Bastler richtet und alle, die nicht unbedingt sehr viel Ahnung von dieser Materie haben. Also im heutigen Projekt zeige ich euch Folgendes. Wir haben aktuell Probleme mit unserer Heizung und deswegen musste ich mir hier so zwei Temperatursensoren holen. Die habe ich auf die Vorlauf- und Rücklaufrohr der Heizung gelegt und messe so die Temperatur der Heizung, da wir, wie gesagt, ein paar Probleme mit der Heizung haben und ich so erkennen kann, ob die Heizung gerade ausgefallen ist oder nicht. Und wie ich das Ganze realisiert habe, möchte ich euch im heutigen Video zeigen. Also falls ihr wissen wollt, wie ihr solche Sensoren an so einen D1 Mini anschließen könnt, bleibt dran. Nach einem kurzen Intro geht's los und denkt dran, falls euch das Video gefallen oder geholfen haben sollte, würde ich mich über einen Daumen hoch und ein Abo sehr freuen. In diesem Sinne, bis gleich und viel Spaß mit dem Video. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Also bevor wir loslegen, gucken wir uns zuerst mal an, was wir denn alles überhaupt brauchen, damit wir das Ganze hier realisieren können. Also als erstes benötigen wir hier so einen ESP8266 D1 Mini. Ihr könnt natürlich auch jeden anderen, jedes andere Board verwenden. Der D1 Mini ist das günstigste Modell und reicht für diese Aufgabe vollkommen aus und da muss man nicht irgendwie einen stärkeren verwenden. Dann braucht ihr noch hier so Temperatursensoren. Es gibt die als, wie die hier, die sind für Wasser geeignet. Dann gibt es aber auch noch andere Temperatursensoren. Ich verlinke euch das Ganze auch unter dem Video. In unserem Beispiel brauchen wir jetzt zwei davon. Dann hier noch so ein paar Jumperkabel. Ich habe die Jumperkabel in der Mitte geteilt, da wir für zwei Sensoren brauchen wir insgesamt 4 Kabel, einmal Plus, einmal Minus und einmal die Datenleitung. Dann benötigen wir noch zwei Widerstände. Die benötigen wir, damit wir das Ganze an den D1 Mini anschließen können. Das sind zwei 4,7 Kiloohm Widerstände. Ansonsten braucht ihr noch ein Gehäuse, die hatte ich irgendwann mal bei Amazon gekauft, die suche ich euch auch mal raus. Da packe ich immer meine ESPs ein, klebe die dort innen drin fest und das war's. Was braucht ihr noch? Ja, vielleicht ein bisschen Isolierband oder, falls es ein bisschen besser aussehen soll, ein Lötkolben und ich habe hier noch so eine Heißklebepistole, damit ich die innen drin verklebe, damit es nicht hier durch die Gegend, mir fällt das Wort gerade nicht ein, egal. Okay, ihr wisst aber, was ich meine. Was müssen wir machen? Wir müssen das Ganze jetzt zusammenschließen. Ich blende euch auch noch mal einen kleinen Plan ein und blende euch auch noch mal ein Video ein, wie ich das Ganze hier zusammengebaut habe. Wenn ihr das Ganze hier zusammengebaut habt, dann müsst ihr an den Computer. Wir müssen den D1 Mini mit ESP Easy bespielen. Das heißt, wir machen hier die Firmware ESP Easy drauf und in ESP Easy müssen wir dann die Sensoren einbinden. Wie das funktioniert, zeige ich euch dann. Dann müssen wir MQTT aktivieren, damit wir die Information dieses Sensors in den I/O-Broker bekommen und es dort weiter verwenden können. Und wie das Ganze funktioniert, bekommt ihr jetzt im Laufe dieses Videos zu sehen. Okay, schließen wir zuerst mal das ganze Zeug hier an. Ist relativ einfach, sind ja nur ein paar Kabel und dann machen wir weiter am PC. So, okay, dann würde ich sagen, legen wir mal los. Also was haben wir? Wir haben hier einmal den ESP8266 D1 Mini.
Wir haben hier die Temperatursensoren. Das sind Temperatursensoren vom Typ DS18B20. Dann habe ich hier noch so ein paar kleine Abstandsbolzen. Hier sind die Widerstände und hier ist einfach so eine Box, wo ich das Ganze reinlege. Und ja, der ESP kommt dann hier rein mit den ganzen Kabeln, mit diesem ganzen Zeugs hier, und dann gucken im Endeffekt nur diese Kabel hier raus. Also so habe ich es zumindest bei mir gelöst. Falls ihr ja einen besseren Weg habt oder ein bisschen begabter seid, könnt ihr euch da natürlich auch irgendetwas zusammen basteln, was ein bisschen schicker aussieht, aber für meine Zwecke war das genug. Okay, dann legen wir mal los. Als erstes, was müssen wir machen? Die roten Kabel hier, das ist die Plusleitung. Diese Plusleitung verbinde ich mit diesem orangenen Kabel. Besser wäre es ein rotes, aber ich habe jetzt leider keins. Deswegen verwende ich hier das Orangene als Rot. Verbinde die einfach miteinander. Am besten ist es natürlich, ihr lötet das Ganze oder verlötet das Ganze miteinander, damit es besser ist. Aber falls ihr keinen Lötkolben habt, dann, ja, dann macht es auf die provisorische Art und Weise. Ich nenne das immer provisorisch für immer, und wickelt einfach das Zeug hier drumherum. Es ist nicht schön, es ist nicht, ja, es ist nicht unbedingt der richtige Weg, aber es soll einfach nur funktionieren. Und wenn ihr das ordentlich verdrillt und dann eventuell nochmal mit ein bisschen Isolierband oder was auch immer hier drumherum macht, dann sollte das Ganze auch funktionieren. Wie gesagt, ist zwar nicht schön, aber es sollte funktionieren. So sieht das Ganze aus. Es ist wie gesagt nicht schön, aber es funktioniert, und ja, muss man damit leben, falls man keinen Lötkolben hat. Dann als nächstes nehmt ihr das gelbe Kabel von eurem Temperaturfühler und wickelt den halt auf die andere Seite des Widerstands drauf und macht das einfach so. Das sollte auch funktionieren. Und das gleiche mit dem anderen Sensor, auch wieder auf die andere Seite des Widerstandes. Und dann nehmt ihr eins von diesen Jumper-Kabeln und wickelt das auch hier einmal drumherum. So, dann sollte das Ganze ungefähr so aussehen wie hier. Die Sachen hier dürfen sich natürlich im Nachhinein nicht mehr berühren. Das heißt, ihr könnt nicht einfach hier die zwei hier miteinander verbinden, oder die dürfen sich halt, wie gesagt, nicht miteinander berühren. Und darauf solltet ihr am Ende achten. Und zu guter Letzt müssen wir jetzt noch das schwarze Kabel, also den Minus, miteinander verbinden. Das heißt, wir machen hier schwarze Kabel genau das gleiche Spiel wieder. Einfach verdrillen. Hier das schwarze Jumper-Kabel nehmen, auch das verdrillen. Und wenn ihr das Ganze hier verdrillt habt, müsst ihr euch jetzt eine Lösung finden, wie ihr die ganzen Sachen hier isoliert. Am einfachsten ist es, ihr nehmt, ja, am einfachsten und am unprofessionellsten ist es, das Ganze hier einfach jetzt mit Isolierband zu umwickeln, damit sich das Ganze hier nicht mehr berühren kann. Und dann müsst ihr einfach diese Jumper-Kabel hier an den ESP8266 D1 Mini verbinden. Wie gesagt, nur nochmal, damit es nicht allzu viele Daumen runter gibt, das Ganze hier richtet sich an Leute, die keine Elektronikkenntnisse haben. Es kann hier auch nichts passieren. Das Einzige, was passieren kann, ist, ihr könnt euren ESP kaputt machen, falls hier irgendetwas, ja, falls ihr nicht sauber abisoliert das Ganze. Aber ansonsten hier kann kein Schaden durch irgendwelches, ja, keine Ahnung. Ihr werdet hier keinen Stromschlag oder ähnliches bekommen. So, ich habe ja gesagt, ich mache das Ganze unprofessionelle Art und Weise. Das heißt, ich nehme mir jetzt hier einfach Isolierband und umwickel das Ganze mit Isolierband, damit das einigermaßen geschirmt ist, beziehungsweise isoliert ist, nicht geschirmt, isoliert ist. Und ja, wie ihr das macht, bleibt euch dann überlassen. So, die Kabel hier, die können sich ruhig berühren. Das heißt, hier die Zuleitung zu den Widerständen und hier dieses Pluskabel, die können sich natürlich ruhig berühren, und hier einfach nur ein Isolierband drumherum machen und dann sollte das passen.
So, das Ganze sieht nicht schön aus und es sieht auch wirklich nicht sehr professionell aus, aber das Ganze sollte dennoch funktionieren, hoffe ich zumindest. Also, wie ihr seht, die gelben Kabel, die sind hier mit diesem gelben Kabel verbunden, das Plus mit hier, aber ich blende euch hier auch nochmal was ein, weil hier erkennt man jetzt nicht mehr wirklich sehr viel. Aber so sieht das bei mir zumindest jetzt mal aus, wenn das Ganze sehr schön unprofessionell gemacht wurde, aber es soll nur funktionieren. So, jetzt müssen wir das Ganze hier noch an den ESP einbinden oder anschließen. Also wir haben das Orangene hier oder in eurem Fall ist es wahrscheinlich rot. Das setzt ihr hier auf den ESP, gibt es irgendwo 3V3, das ist 3,3 Volt. Den schließt ihr da drauf an. Dann gibt es direkt oben drüber, beziehungsweise wo ist er hier, müsste irgendwo G stehen für Ground. Das ist hier auf der Seite. Der zweite, das ist der hier, einfach draufstecken. Das heißt, der schwarze ist der Minus, der geht hier auf dieses G und der rote bzw. orangene geht auf 3,3 Volt. So, jetzt müssen wir noch die gelben anschließen. Die gelben empfehle ich euch auf D5 und D6 anzuschließen. Einfach da drauf und dann ist das Ganze auch schon fertig und wir müssen das nur noch flashen. Falls ihr euch nicht sicher seid, ob ihr das Ganze hier richtig miteinander verbunden habt und ja, Angst habt, euren Computer zu zerstören, zieht das Ganze einfach wieder raus und flasht es zuerst mal und steckt das Ganze dann an, wenn es nicht mehr an euren Computer angeschlossen ist. Ist wahrscheinlich der bessere Weg. So, bevor wir überhaupt loslegen können mit dem Flashen, müssen wir uns zuerst mal die Datei besorgen. Also wir benötigen das hier, ESP-Easy 82xx Mega und dann kommt hier einfach nur der aktuelle Stand. Die ZIP-Datei einfach runterladen, entpacken. Dann öffnet ihr die ESP-Easy Flasher-Datei oder Exe-Datei, wie auch immer. Den ESP8266 habe ich einfach per USB an den Computer angeschlossen, ist hier auf COM-Port 5 im Gerätemanager, sieht man das Ganze und dann sollte das Ganze auch hier sichtbar sein, also COM-Port 5. Als nächstes müssen wir die passende Firmware aussuchen, was wir auf unseren ESP D1 Mini flashen wollen. Dazu wählt ihr das hier aus, ESP Easy, gefolgt vom Datum und dann hier ESP 8266 in der 1 Megabyte Version. Wenn ihr die ausgewählt habt, klickt ihr einfach hier auf Flash ESP Easy und dann dauert es ein paar Minuten und dann sollte das Ganze geflasht sein. Die LED auf eurem ESP 8266 sollte jetzt schnell blinken während dieses Flash-Vorgangs. Das bedeutet, dann funktioniert es. Es gibt einige ESPs, wo man ja eine Reset-Taste gedrückt halten muss. Das hatte ich zum Beispiel bei meinem. Ich blende euch hier mal was ein. Das war der hier, das war dieses Amica-Board. Und bei dem musste man ja die Taste Flashen gedrückt halten, während man den USB-Stecker in den PC gesteckt hat. Und dadurch hat sich der ESP in einen Flash-Modus ist in einen Flash-Modus gegangen und dann konnte man das Ganze erst flashen. Das heißt, ihr müsst, je nachdem welchen ESP ihr verwendet, müsst ihr eventuell noch den ESP in einen Flash-Modus bringen. Wenn ihr den D1 Mini verwendet, so wie ich, dann ist der automatisch in diesem Flash-Modus, wenn ihr den an den PC anschließt und könnt es, wie ihr seht, hier einfach so flashen, ohne dass ihr irgendetwas beachten müsst. So, wie ihr hier seht, ist der Flash-Vorgang jetzt beendet und ja, im Endeffekt müsst ihr jetzt einfach nur den ESP nochmal aus dem Computer rausziehen, an euer Netzteil anschließen. Und dann müsst ihr euch mit dem ESP zuerst mal verbinden. Das heißt, ihr greift über das Handy auf den ESP zu und weist ihm zuerst mal das WLAN zu, mit dem er sich verbinden sollt. Und dann könnt ihr weiter am Computer machen. So, der ESP ist, wie ihr seht, hier mit dem Stromkabel verbunden, beziehungsweise mit dem USB-Stecker verbunden. Ich habe die Sachen abgemacht, da ich ihn ja flashen musste. Und jetzt seht ihr, wenn ihr zum Beispiel auf dem Handy seid, seht ihr hier ein Netzwerk, das heißt ESP Easy. Mit dem verbindet ihr euch einfach. Dann bekommt ihr vermutlich irgendwann mal eine Fehlermeldung, dass dieses Netzwerk über kein Internet verfügt. Das müsst ihr dann einfach ignorieren.
Und als nächstes öffnet ihr den Webbrowser eurer Wahl und müsst den ESP zuerst mal konfigurieren. Das macht ihr, indem ihr die Adresse 192.168.4.1 aufruft und dann sollte das Konfigurationsmenü des ESPs aufgehen. So sieht das Ganze dann aus. Hier wählt ihr dann einfach euer Netzwerk aus, mit dem sich der ESP verbinden soll. Tragt hier das Passwort ein und dann sagt ihr einfach übertragen bzw. connect. So, wenn ihr das gemacht habt, dann startet der ESP neu und ihr bekommt dann gleich die Information, was für eine IP-Adresse er zugewiesen bekommen hat. Das war früher nicht so, das wurde jetzt mit irgendeiner Version vor ein paar Wochen, Monaten, wurde das mal geändert. In der letzten Version, wo ich das mal gemacht hatte, war das nicht der Fall. Ziemlich cool, so muss man nicht mehr in der Fritzbox oder was auch immer nachgucken, was für eine IP er zugewiesen bekommen hat. So, und hier seht ihr es, er hat die IP-Adresse 192.168.178.243 zugewiesen bekommen und jetzt können wir uns mit dem Computer, mit dem ESP Easy verbinden und die weiteren Konfigurationen am Computer vornehmen. So, bevor wir das am Computer machen, müssen wir zuerst mal die Kabel hier wieder anschließen. Das heißt, das Ganze hier vom Strom trennen, die Sensoren wieder anschließen. Wie ich vorhin gesagt habe, macht es einmal an D5 und einmal an D6. Dann der schwarze auf Ground und den Plus auf 3,3 Volt. So, jetzt schließen wir wieder die Spannungsversorgung an. Und dann gehen wir an den Computer und machen die Sensoren bzw. binden die Sensoren ein. Um die Sensoren einzubinden, geht ihr zuerst mal auf Devices, sagt dann hier Edit, wählt hier euer Gerät aus. Wie ich vorhin erwähnt hatte, handelt es sich ja um diese Sensoren DS18B20, wählt den hier aus. Dann öffnet sich hier dieses Fenster, vergebt dem einfach einen Namen, sagt hier Enable. Dann wählt ihr hier bei GPIO TX, wählt ihr euren Sensor aus. Der ist ja auf D6 und D5 angeschlossen. Das heißt GPIO 12 und GPIO 14 sind unsere Sensoren. Also zuerst mal den 6er, fügen den hier ein. Hier bei Intervall mache ich mal 1 Sekunde. Das ist einfach, wie häufig er den Sensor prüft. Dadurch sehen wir recht schnell, wenn sich irgendetwas an der Temperatur tut und müssen nicht Ewigkeiten warten. Wenn wir das gemacht haben, klicken wir hier auf Submit. Und wenn ihr das gemacht habt, dann bleibt dieses Fenster ja offen und dann wählt ihr hier bei Device Address, wählt ihr euren Sensor aus. Es sollte normalerweise einer angezeigt werden und wählt den einfach hier aus. So, bestätigen das Ganze noch einmal mit Submit und gehen nochmal zurück in Devices. Hier ist ja jetzt einer drin. Ich fasse den mal an. Ich weiß jetzt nicht, welcher das ist, aber der sollte sich, falls er das ist, relativ schnell ändern. Das ist er nicht. Dann ist es wahrscheinlich der hier. Wie ihr seht, die Temperatur steigt recht schnell. Und wenn ich den wieder wegnehme, sollte er relativ zügig wieder fallen. So, und wie ihr seht, fällt er jetzt wieder, beziehungsweise pendelt sich gerade ein bisschen ein. Okay, fügen wir den zweiten Sensor hinzu. Das heißt, wir gehen hier wieder auf Edit, wählen hier wieder unser Gerät aus, also wieder DS18B20, geben dem wieder einen Namen, sagen Enable, sagen hier, wir hatten ja D5 ausgewählt oder hatten wir D6 ausgewählt. Jetzt bin ich komplett durcheinander. Ich wähle jetzt hier mal D5 aus und sage hier wieder 1 Sekunde. Später stellt ihr das am besten auf 60 Sekunden, denn der muss ja nicht alle paar Sekunden die Daten übermitteln. Sagt hier wieder Submit. Und wählt dann hier die Device-Adresse aus. So, ich hoffe, das war richtig und ich habe jetzt nicht Doppelbelegung. Sage hier wieder Submit. Gehe wieder zurück und habe ich die gleichen ausgewählt? Nein, perfekt, passt. Das heißt, das hier ist jetzt unser Sensor 2 oder Sensor 1 und das hier müsste dann Sensor 2 sein.
Genau, ihr seht, es steigt der Sensor 2. Und nochmal den anderen testen. So, wie ihr seht, funktioniert das Ganze. Jetzt müssen wir die nur noch in MQTT einbinden, beziehungsweise in unseren IO-Broker. Und dazu gehen wir zuerst mal auf Controllers, sagen dort Edit. Dann wählen wir das richtige Protokoll aus. Ich verwende immer das hier, Home Assistant Open Hub MQTT. Trage hier die IP-Adresse des IO-Brokers ein. Dann der Port, in meinem Fall ist es 1886 und nicht 83, aber das kann bei euch anders sein. Dann hier unten bei Controller User, dort tragt ihr den Benutzer ein, falls ihr einen vergeben habt. Meiner lautet so und das dazugehörige Passwort. Und dann nicht vergessen, das Ganze zu aktivieren, indem ihr hier unten auf Enable klickt. Und wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr hier auf Submit. Und zu guter Letzt, wenn ihr das gemacht habt, geht ihr nochmal auf Device, geht nochmal auf Edit und sagt hier Send to Controller, damit die Werte auch in den IO-Broker ankommen. Ich setze hier mal 10 Sekunden rein, sage Bestätigen. Macht das gleiche auch nochmal mit dem Sensor Nummer 2, das heißt auch dort Send to Controller aktivieren, 10 Sekunden eintragen, bestätigen. Und wenn ihr dann den IO-Broker aufmacht, dann habt ihr hier Sensor 1 und Sensor 2 und dann sollte dort auch bald ein Wert auftauchen, sobald sich dort was ändert. Das heißt, es dauert ja ein paar Sekunden, aber da sollte dann eine Temperatur erscheinen. Falls da nichts kommt, klickt nochmal auf Aktualisieren, beziehungsweise vielleicht startet ihr sogar den MQTT-Adapter nochmal neu, aber wie ihr seht hier, die Werte sind gekommen, nachdem ich auf Aktualisieren geklickt habe und dann sollten sie im Rhythmus von 10 Sekunden hier jedes Mal aktualisiert werden. Das hängt natürlich davon ab, was ihr dann hier oben eingetragen habt bei hier. Also, was ihr hier eingetragen habt. Normalerweise sollten 60 Sekunden reichen, dann muss nicht so viel gesendet werden, aber ansonsten passt das. So, den Namen könnt ihr hier natürlich auch noch ein bisschen abändern. Hier steht jetzt Temperatur drin und im IO-Broker steht dann auch hier einfach nur Temperatur. Falls ihr da irgendetwas anderes drin stehen haben wollt, dann könnt ihr das Ganze auch anpassen natürlich. Dann würde da auch irgendetwas anderes drin stehen. Das können wir auch noch mal machen. Also das ist Sensor 2. Dann können wir hier sagen Temperatur S2. Sagen Submit. Und dann, wie ihr seht, taucht hier ein neuer Datenpunkt auf und den müsst ihr dann natürlich löschen, denn der macht ja dann keinen Sinn mehr. Okay, und falls ihr das hier noch ändern wollt, hier steht ja jetzt einfach nur ESP Easy, dann geht ihr einfach in Main rein, beziehungsweise in Config, nicht in Main, und dann unter Unit-Namen könnt ihr irgendetwas eintragen, was euch gefällt. Bestätigt das Ganze und dann sollte der auch sofort auftauchen oder relativ zügig hier auftauchen. Und der alte wäre dann natürlich auch noch da, den müsstet ihr dann wieder löschen. Aber wie ihr seht, der ist jetzt hier aufgetaucht, die gleichen Sensoren und im Endeffekt das gleiche wieder. Okay, wie ihr gesehen habt, das Ganze ist kein Hexenwerk, also ESP Easy installieren relativ einfach. Das Ganze zu konfigurieren ist auch sehr einfach und die Einbindung in den IO-Broker ist auch einfach, wenn man weiß, worauf man zu achten hat. Okay, das war's dann heute. Ich hoffe, ihr konntet mit dem Video was anfangen und würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch und ein Abo dalassen würdet. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut und viel Spaß mit euren Temperatursensoren.